Ich komme soeben von einem Besuch aus dem Führerhauptquartier zurück. Ich habe alle Berichte und Darstellungen der Augenzeugen gehört, habe den Raum besichtigt, in dem der Anschlag stattfand und kann nur sagen, dass, wenn die Errettung des Führers aus höchster Lebensgefahr kein Wunder war, es überhaupt keine Wunder mehr gibt. Der Attentäter war von einem der verhafteten Generäle zu einem Scheinvortrag in die tägliche Lagerbesprechung entsandt. Er hat den Sprengstoff in einer Aktenmappe in den Lagerraum mitgenommen und unter dem Vorwand, sie niederstellen zu wollen, dem Führer in einem unbewachten Augenblick direkt vor die Füße geschoben. Generaloberst Korten, der unmittelbar hinter dem Führer stand, wurde bei dem Attentat schwer verwundet und ist am Sonnabend seinen Verletzungen erlegen. Teilnehmer der Besprechung sind durch die Kraft der Explosion viele Meter weit aus dem Fenster herausgeschleudert worden und ihre Uniformen wurden in Fetzen zerrissen. Im ganzen Raum gab es innerhalb der enormen Detonationswelle, die durch den Sprengstoff ausgelöst wurde, nur eine einzige Stelle, die davon verhältnismäßig unberührt blieb. Und das war die, an der der Führer am Kartentisch saß. Der Kartentisch selbst wurde durch die Explosion in den Raum hineingeschleudert. Aber der Führer blieb bis auf leichte Prellungen, Brandwunden und Kratzer an der Stirne völlig unverletzt. Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass ich ein geschichtsgläubiger Mensch bin. Das heißt, ich glaube daran, dass die Geschichte einen Sinn und eine, wenn auch manchmal erst spät erkennbar werdende Logik besitzt. Das macht mich auch gegen die Gefahr gefeit, wenn auch nur gelegentlich daran zu zweifeln, dass wir trotz aller Belastungen doch am Ende in diesem Kriege den Sieg davontragen werden. Meine Gläubigkeit an den tiefen Sinn der Geschichte hat am 20. Juli eine erneute Bestätigung gefunden. Geschichtsmaterialisten mögen darüber lächeln. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass das Schicksal den Führer in dieser tragischen Stunde in seinen gnädigen Schutz nahm, weil es ihn noch für eine große Zukunft bereithalten will. Und ich habe das Gefühl, dass auch unser Volk in seiner Gesamtheit derselben Überzeugung ist. Wie wäre es sonst möglich, dass so ein dunkler Tag einem Volke einen so gewaltigen Auftrieb geben könnte? Die feindlichen Zeitungen schrieben noch 2 Tage nach dem 20. Juli, den Aufrührern ginge langsam die Munition aus und es bestände die Gefahr, dass sie bald kapitulieren müssten, worüber die Berliner Bevölkerung sehr traurig wäre. Unterdes war in Berlin und im ganzen Reich nur ein einziges, millionenstimmiges Dankgebet zum Allmächtigen emporgestiegen, dass er den Führer beschützt und seinem Volke erhalten hatte. Das wird man draußen in der Welt gar nicht verstehen. Und deshalb auch schätzt man uns immer so falsch ein. Dass die verräterische Camarilla dasselbe tat, ist ein Beweis mehr dafür, dass sie unser Volk völlig verkannte und zu ihm überhaupt keine inneren Beziehungen hatte. Zu glauben, dass es irgendwann einmal den Führer im Stich lassen oder gar einer verbrecherischen Clique, die ihn gewaltsam beseitigen wollte, Gefolgschaft leisten würde, ist geradezu absurd. Der 20. Juli stellt das Gegenteil eines Zeichens von moralischem Verfall unseres Volkes dar. Aus vielen tausend Briefen habe ich erfahren,
dass ungezählte Menschen, die sie persönlich gar nicht kannten, sich auf der Straße und in den Verkehrsmitteln umarmten, als sie hörten, dass der Führer bei dem Attentat unverletzt geblieben sei. Keiner hat aus seiner wunderbaren Errettung den Schluss gezogen, dass wir nun in unseren Kriegsanstrengungen nachlassen oder erlahmen sollten. Alle aber den, dass wir diesen Tag als ein Zeichen des Schicksals aufzufassen hätten und keine Anstrengung groß genug sein könnte, um sie dem Kampf um unser Leben zur Verfügung zu stellen. Und damit komme ich zu den Folgerungen, die wir aus den hinter uns liegenden Ereignissen ziehen müssen. Wir stehen an den Fronten einer Welt von hasserfüllten Feinden gegenüber, die, wie die Vorgänge des 20. Juli wieder einmal beweisen, kein Mittel, und sei es das heimtückischste und gemeinste, verschmähen, um uns zu Boden zu werfen. Der Führer ist in diesem Kampf wahrhaft jenem Ritter gegen Tod und Teufel auf dem Stichwort Albrecht Dürer zu vergleichen. Wir müssen durch diese Hölle von Widerständen, Belastungen und Gefahren hindurch, ehe wir am Ende des Weges wieder das Freie gewinnen und klare Luft atmen können. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass uns das gelingen wird. Aber es muss uns auch gelingen, sonst sind wir alle verloren.